Und damit willkommen zurück zu Sherlock Holmes. The Awakened. Wir sind immer noch in der Heilanstalt und das Reinschleichen hat ja nicht so gut geklappt. Wir sind als Sherlock Holmes unten in Zellen angekommen und haben dort schon mal rumgeguckt, haben einen Massenmörder überführt. Zumindest mit einer Beschreibung, dieses Froschproblem. Und ja, nun haben wir festgestellt, dass es hier mehrere Kisten gab mit Kratzspuren, die genau so auch in der Lagerhalle waren. Wahrscheinlich narkotisiert wurden die reingelegt und nun wurden dann hier zu Untersuchungszwecken genutzt. Jetzt müssen wir aber was rekonstruieren und dazu müssen wir das mal hier starten. Was haben wir denn? Was haben wir denn als Möglichkeiten? Die werden raustransportiert. Die gehen raus. Werden rausgeschlagen. Ja, das sieht clever aus. Die wird zwar oft genutzt, die Trage, aber wir sehen dort diese Blutflecken. Das glaube ich schon. So, wo war's? Die steigen selbstständig schnell raus. Hä, was ist der Unterschied jetzt? Verstehe ich noch nicht ganz. Die stehen selbstständig auf, das ist Quatsch. Die sind beide Leichen, vermute ich mal. Leiche und der steht auf, ja. So rum klappt das. Die werden reingeladen und Gigax guckt. Ne, die werden in Särgen reingebracht. The carriages were back through these doors, and they began to unload their cargo in secret. Next, the crates were opened, freeing their passengers. Not everyone survived the journey. The dirty, exhausted, and dehydrated prisoners were then herded into cells. But all the cells are now empty, and I have not located a morgue. Time to find Hell's Door. So, Ermittlungen. In der Nähe des Hintereingangs muss ich irgendwo eine Geheimtür finden. Na, das sieht doch geheimtürisch aus, oder? Das, was verschmiert ist. Scratches. Something has been moved through here. There seems to be a locking mechanism. The whole thing must be a door. So, wir tun erstmal das wieder einklappen. Okay, wenn das Symbol am rechten Rand kommt, heißt das, wir müssen erstmal was machen. Ich habe es jetzt langsam verstanden. So, gehen wir hin. Also, was haben wir denn? Wie gelange ich an den Schlüssel für die Höllenpforte? Wir haben den rassischen Patienten. Wir haben einen Speiseaufzug. Was war das gewesen? Schnitzer? Das ist ein rassischer Patient. Es ist die Frage nur, verkehrter Weg, wahrscheinlich so rum. Hä? Nee. Okay, dann Speiseaufzug.
Gerda weiß mehr. Okay, Gerda weiß mehr. Moment. Gerda. Das ist ein sehr guter Punkt gewesen. Wir können Gerda nochmal mit Gerda reden. Gerda. Wo bist du denn? Gerda. Nee, das ist nicht Gerda. Das ist auf der Gegenseite gewesen. Nee. Nicht Gerda, ganz. Ach doch. Ah, der Name ist. Ploppt es später auf. I found Hell's Door, the one that made the foreigners silent, remember? How do I open it? Gerda, please. I cannot get inside. You have to tell me how to open it. How can you speak to me like nothing's wrong? Can't you hear Heidi crying? Look at her! Look! She's suffering. I can't even hear my thoughts over her screams. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you! Leave it with me, Gerda. You're going to be good as new. Was? Ermittlungsort gefunden? Gerda erwähnt eine gewisse Heidi. Okay, wir brauchen Ermittlungsort. Oh Gott, alles hier unten. Gut, dann fangen wir erstmal hier an. Warte, lasst uns doch mal in die Wäscherei gehen. In der Wäscherei lässt sich doch bestimmt irgendwas finden. Achso, wir müssen es bestimmt wieder anheften. Hier. Faden. Knöpfe. Und da muss nochmal ein Zellentrakt A gehen dafür. Das war der falsche Weg, das ist ein Mittelweg gewesen. Ah, ich würde mich jetzt so oft verrennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Verirren. So. Und zwar im Lagerraum, würde ich fast sagen. Gut. So, haben wir alles. Können wir zurückgehen. Ich finde es aber so schöner eigentlich. Ganz hübsch gestaltet, wie es gemacht wurde. Bin ich auf der Gegenseite wieder, muss ich wieder hier eine Runde drehen. Will this help fix your friend? Give it to me. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Gerda, I have a couple of questions. Yes, Take your little mouth, Gerda. You've said enough already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Was? Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there will be consequences. Über was soll Heidi etwas sagen? Schlüssel. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Hat Gerda die Höllenpforte erwähnt? Ja, hat sie. That's not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people silent forever. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. Okay. Warum will Heidi alles geheim halten?
Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. You are simply afraid of the consequences were I to enter. I could tap your teeth out with a hammer until you choked on the blood and bits. You could. But then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. I can make that feeling go away. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think you know where it is. Tell him! But you said And now I say tell him! the professor. She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Of course. Thank you, Gerda. Heidi. I must leave. Leave? You joke. Nobody leaves the Edelweiss. Now you will be with us forever! Schön gemacht. Wir haben einen neuen Bonus gekriegt. Und zwar... Notfallkasten. Tote wieder zu erwecken? Fast. Okay. Wie gelange ich jetzt daran? Speiseaufzug war richtig. Watsons Besuch. Und wir brauchen Heidi. Über die Höhlenpforte. Damit er das organisiert. Sehr gut. Watson könnte ihn suchen. Watson hält sich vermutlich noch im Besucherraum neben Professor Gygax Büro auf. Vielleicht gelingt es ihm, an den Spezialschlüssel zu gelangen, ihn mit Hilfe des Speiseaufzugs in der Küche nach unten in den Lagerraum zu befördern. Ich habe noch eine leichte Erinnerung ans Originalspiel, aber ich will noch nichts sagen. Mal gucken, wie es hier läuft. Also, wie kann ich ihn um Hilfe bitten? Vielleicht hier, die beiden zusammen, dass der Patient schreit und hochrennt irgendwie. Seht ihr, ich wollte jetzt den Sinn dahinter machen, aber der wollte jetzt nur die Sachen, wie es passiert. Immer die Frage, was machen. Der Patient, der sich für Napoleon Bonaparte hält, könnte sich als nützlich erweisen. Wenn ich ihn aus seiner Zelle lasse, könnte das für so viel Aufruhr sorgen, dass ich die Gelegenheit erhalte, unbemerkt zu Watson ins Erdgeschoss zu gelangen. Ja, dann machen wir es doch mal. So, Napoleon, wo bist du denn? Da. Hier bist du. Wie immer, wir machen alles 1 höher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das dritte stimmt schon, also bis aufs dritte noch 1 höher. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen das zweite, das vierte 1 mal und das sechste 2 mal. 1, 2, so. Achievement. Mein Name ist Dietrich. Marlene Dietrich. Wenn sie es noch verlässt, kannst du nicht mehr zurückkehren. Okay, wir speichern mal lieber. Gucken nochmal nach, haben wir alles getan, was zu tun ist? Ja, wir haben diesen Sonderfall erledigt, die Frösche. Ich glaube, wir haben alles. Dann los. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman.
When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Warum bimmelt das jetzt, während wir rumgelaufen sind, hat es nicht gebimmelt? Psst. Watson, over here. Holmes? What are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Well, that is rich, because clearly it was unimportant to tell me what you were planning beforehand. Amos Colby? Your naivety was essential to sell the disguise. Actually, it wasn't. You should have trusted me. Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far. What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Ach doch, Watson, das kannst Dr. du. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. If you would like. Klingt ja eher als eine Möglichkeit. So. Wir haben hier Schlüssel finden. Genau. Gucken wir uns mal als Dr. Watson alles an. Da ist schon wieder ein Abdruck. Heidi. Ja, es könnte Gerda gewesen sein, das Zimmer. Wir haben einen Revolver. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Hat ja wirklich alles dabei. Spritzen, Medikamente, Suchungswerkzeuge. Auch hier wieder schöne Bilder. Blood in the water. Someone must have washed their hands here recently. Und das haben sie stehen lassen. Blutisches Wasser. Ourselves into Holmes. The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Wir haben ja nicht unsere Sondersicht und hat er einen Überblick? Doch, er hat auch einen Überblick. So, na dann. Auf geht's. Genau, hier gab es diesen Mittelraum. Doch, es kommt mir doch ähnlich vor. Ich würde schon sagen, da fehlt noch was. Verwaltung. Mal rein. So, Gygax, Patientenprotokoll, Oktober 1879. Da eine intensivere Behandlung unerlässlich ist, wird mein Sonderpatient Herr Wolf ins Patientenzimmer 2 im Erdgeschoss verlegt. Alle anderen Patienten müssen aus meinem Terminplan gestrichen und anderen Fachkräften des Instituts zugewiesen werden. Der geistige Zustand dieses Patienten macht eine ständige Überwachung und gegebenenfalls ein sofortiges Eingreifen erforderlich, um erwünschte Folgen zu vermeiden. Dezember 79. Die notwendigen chirurgischen Eingriffe wurden erfolgreich durchgeführt. Die körperliche Genesung des Patienten ist noch im Gange. Er hat eine Obsession fürs Schreiben entwickelt, vermutlich eine Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs. Januar 1880. Der Patient bringt einen Namen seiner Vergangenheit zu Papier. Ein klares Indiz dafür, dass er sein Erinnerungsvermögen teilweise zurückerlangt. Ein zweiter chirurgischer Eingriff ist erforderlich, mit Schwerpunkt auf den Frontallappen und den Temporallappen. Februar 1880. Der chirurgische Eingriff verlief planmäßig. Das Erinnerungsvermögen des Patienten ist auf wenige Minuten begrenzt, wenngleich seine Obsession fürs Schreiben erhalten geblieben ist. Die Gefahr ist gebannt. Der Patient muss jedoch täglich untersucht werden. Ja, super. Wer kann das wohl sein? Wahrscheinlich der alte Direktor. Und erst wurde einmal Eingriff unterzogen, da konnte sich noch an mehr Sachen erinnern, dann wurde es nochmal gemacht. Engel in Weiß. Ja. Good Lord, that's a lot of records. Da brauchen wir wahrscheinlich einen speziellen Namen. Hier ist übrigens eine Maus oder so. Photograph seems recent. Was, Professor? Irgendwas and the Edelweiss Stuff. Diesmal auf Englisch aber. A commemorative photo album. Been a while since I've been in one of these.
Deswegen darf auch kein anderer den untersuchen. Tja, haben sie ihren eigenen Chef ausgeschaltet. Diese Anstalt. Das war genau der Eingangsbereich. I hope you're finding your room comfortable, Dr. Watson. Hier möchte man gerne arbeiten, oder? Wo man immer denkt, im Zweifelsfall ist man selber der Nächste. Der mal untersucht wird, an dem experimentiert wird. Im Zweifelsfall, warum bringen sie sich so auf? Sie zeigen Anzeichen für Brutalität. Wir sollten lieber mit ihnen was anderes machen. Vor allem hier, was steht da? Patientenzimmer. Besucherraum. Ich würde sagen, ihr habt da ein paar Wörter falsch übersetzt. Büro des Direktors. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew, Professor Becker. But we do not speak of him anymore. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him and had to leave his house. Gab seinen Posten auf. Warum gucken wir so? Weary of me already, Doctor? I was simply admiring your office, Professor. Apologies. While I am pleased you appreciate its practicality and appearance, we were discussing bigger things. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Das ist eher... Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Die arme Gerda. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal nicht mehr herein, richtig? Ja. I hope everything is to your liking, Dr. Watson. Bestimmt. Hier haben wir die Küche. So in eine Richtung überall die gleichen Essensreste. Sogar die gleichen Spuren haben sie hinterlassen jedes Mal. Mensch. Looks dusty but functional. Oh, we never use that. I think it connects somewhere downstairs. Er geht irgendwie runter. Did you hear that a patient Alles reingeworfen. Rushed off to find him. Leichter französischer Akzent. Genau, waren wir das letztes Jahr mit Patientenzimmer Nummer 2. You are Mr. Wolf, am I right? Oh, hello. Who might you be?
My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf. It's an asylum in Switzerland, and you are one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right, you don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello? Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. But why am I here, Doctor? Am I sick? I'm sure I can take a look. Es ist der vorhergehende Direktor. 2 tiefe Narben, präzise chirurgische Schnitte. Partials Parese, sich selbst ist gelähmt. Er schreibt viel. Starke Verätzung. Mit Zeit verwachsen. Was wir gelesen haben über die Verätzung. Hautpigmentierung, womöglich Medikamentenmissbrauch. Ein Erwachsener mit 2 tiefen Narben auf einer Seite des Kopfes, die höchstwahrscheinlich von einem Chirurgeneingriff herrühren. Auf einer seiner Hände sind alte Verätzungen zu sehen. Einige von Mr. Wolfs Gesichtsmuskeln sind gelähmt und seine Haut weist an mehreren Stellen blaugraue Pigmentstörungen auf. Wahrscheinlich hat er die Symptome schon länger und wird deswegen am Institut behandelt. Schlug nicht an. Die blaugrauen Pigmentstörungen an manchen Stellen seiner Haut deuten auf eine Überdosierung von Medikamenten hin, die Silbernitrate enthalten. Seine Symptome scheinen eine direkte Folge der Behandlung zu sein, die er hier natürlich. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Hat er den Brief? Kann man da falsch was lesen? Gedicht eines Patienten. Oh, wunderschöne Alpenblume, ich vermisse dich so sehr. Ich bin so nah und doch so fern, wir sehen uns nimmermehr. Ein Sturm erfegt durch meinen Geist. Zu denken fällt mir schwer, Gedanken einfach weggespült vom kalten, bösen Meer. Ich lebe hinter diesen Mauern, gefangen wie ein wildes Tier, gefangen auch in meinem Geiste. Was wollte ich gerade schreiben? Es will mir plötzlich einfach nicht mehr einfallen. Aber ist nicht gerade jemand, der solche Gedankenprobleme hat? Hilft das nicht, das Schreiben? Na gut, er musste es lesen, verarbeiten, dann neue Gedanken fassen. In der Zeit hat er schon wieder alles vergessen, was zwischendurch war. Na, okay. Wir haben übrigens irgendwas Neues zum Anziehen. Okay. So, was haben wir hier noch? Das ist... This area is off limits. A patient has escaped. Okay, das ist das Behandlungszimmer. Und dann haben wir hier noch... I don't want to card block B tonight. Genau, dann geht es hier in den Innenhof und daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich würde sagen, das machen wir dann das nächste Mal. Das wird auch noch witzig. Bis demnässt. Euer Landetour hier in der Irrenanstalt. Tschüss.